Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadja Polzin. Ich bin Coach und spirituelle Lehrerin und in diesem Video geht es darum, dein Mangel-Mindset oder dein Mangelbewusstsein loszulassen, beziehungsweise im Laufe dieses Videos Schritt für Schritt aufzulösen. Denn am Ende tust du das alles in deinem Kopf. Du machst das bewusst nicht, aber unbewusst häufig schon, nämlich dich in einer Situation zu wähnen, in der du glaubst, dass du nicht genug hast. Nicht genug Geld, nicht genug Freunde, nicht genug Liebe, nicht genug was auch immer. Und es ist etwas, was wir natürlich in unserer Kindheit gelernt haben. Das Leben hat Grenzen. Ja? Unsere Mütter haben Grenzen, unsere Väter haben Grenzen, unsere Eltern haben Grenzen und wir können nicht alles bekommen. Was machen wir als Erwachsene? Wir projizieren diese Grenzen auf das gesamte Universum und schränken uns damit selbst. Bevor wir loslegen, möchte ich dich auf mein kostenloses Videotraining hinweisen. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Melde dich gerne an. In diesem kostenlosen Videotraining teile ich mit dir 5 Strategien, wie du mehr Wohlstand in deinem Leben und in deinem Business generieren kannst. Diese 5 Strategien kann ich leider auf diesem Kanal nicht teilen, aber du kannst dich für das kostenlose Videotraining ganz einfach über den Link in den Shownotes und in der Infobox anmelden und ich freue mich, dort mit dir diese 5 Strategien zu teilen, denn eigentlich ist es ganz einfach. Was auch immer du im Leben haben willst, solange du daran glaubst und es nicht wieder abbestellst, ist für dich gemacht. Ja, deine Träume sind für dich gemacht und deine Träume sind der Weg der Heilung, deine Träume sind der Weg in ein besseres Leben. Und wenn du daran glaubst, und du bist die einzige Person, die daran glauben muss, dann wirst du diese Dinge in deinem Leben auch realisieren. Lass uns also genau damit loslegen, wenn es um das Thema Mangel geht und wenn es darum geht, in die Fülle zu kommen. Ja, was bedeutet Fülle eigentlich? Wir haben alles zur Verfügung, was wir uns wünschen und was wir haben. Wir können aus dem Vollen schöpfen, sozusagen. Dieses Gefühl ist natürlich ein Gefühl, was wunderschön ist, weil wir uns A, frei fühlen und B, natürlich auch das Gefühl haben, dass wir mächtig sind, dass wir unser Leben in der Hand haben, dass wir unser Leben unter Kontrolle haben. Das ist aber nicht das Gefühl, was die meisten immer wieder haben, insbesondere wenn es um Misserfolge geht oder wenn es darum geht, finanzielle Barrieren zu durchbrechen oder wenn es darum geht, das eigene Business aufzubauen. Denn gerade in diesem Bereich geht es immer wieder darum, die eigenen Grenzen zu durchbrechen. Und immer wenn wir an einem Punkt sind, wo wir diese Grenzen durchbrechen können, haben wir das Gefühl, es ist nicht genug da. Ja, da ist eine Grenze und hinter der Grenze ist dann wieder die Fülle da. Aber diese Grenze zu durchbrechen, die heißt tatsächlich einfach, sich damit zu verbinden, dass wirklich alles da ist. Warum haben wir das Gefühl, im Mangel zu sein? Unser Nervensystem und unser Gehirn wird natürlich in unserer Kindheit geprägt und durch die Erfahrungen unserer Vorfahren. Ja, also unser Körper hat Grenzen und die 3D-Welt, die materielle Welt hat Grenzen und über diese Grenzen gilt es natürlich auch immer wieder hinauszuwachsen. Diese Grenzen lernen wir als erstes als Kinder natürlich immer dann, wenn Mama und Papa Nein sagen und unser Universum ein Ende hat. Also unsere Ideen und das Leben an der Stelle abgebrochen wird oder unterbrochen wird und wir frustriert zurückbleiben, traurig zurückbleiben und enttäuscht zurückbleiben von dem, was wir uns eigentlich von Mama oder Papa erhofft haben. Wenn wir jetzt ins Leben rausgehen als Erwachsene, dann sind diese Grenzen, zumindest die, die Mama und Papa gehabt haben, natürlich nicht mehr so ganz real. Die, die die Gesellschaft hat, sind genauso wenig real. Du kannst alles, was du dir vorstellen kannst, selbstverständlich kreieren. Das Einzige, was du dazu brauchst, ist ein Bewusstsein, dass du diese Dinge bekommen kannst, wenn du die Fähigkeiten dafür entwickelst und wenn du losgehst und daran glaubst, dass es möglich ist, diese Dinge auch zu bekommen. Die unterste Bewusstseinsstufe im Bereich der Fülle ist natürlich genau dieses Nicht-Genug-Haben. Ja, ich habe nicht genug Liebe, ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht genug. Das ist ein Level, aus dem heraus können wir nichts kreieren, ja, weil wir haben dann das Gefühl, dass das, was wir haben, nicht ausreicht, um das zu bekommen, was wir haben wollen, ja, um unsere Wünsche zu erfüllen. Und ich will nicht sagen, dass du jetzt einfach nur sagen musst, okay, ich habe ja eigentlich alles. Ich bräuchte ja jetzt eigentlich nur rauszugehen und mir zu überlegen, wie ich das bekomme, das mehr bekommen kann, was ich will. Wenn du im Mangel nicht genug Mindset bist, also tendenziell wahrscheinlich ein kindlicher Anteil in dir, der mit den Grenzen konfrontiert ist, die das Leben dir irgendwann einmal gesetzt hast, dann wirst du als erstes dich dafür entscheiden dürfen, dass du genug hast.
Ja, also in dem Moment, in dem du dich entscheidest, ich habe genug. Ja, also ich habe alles, was ich brauche. Ich habe was zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe ein Bett, in dem ich schlafen kann. Und tendenziell, wenn du dich in deiner Wohnung umschaust, hast du ganz, ganz, ganz viele Dinge, die du eigentlich nicht brauchst. Das wäre der Standard in der westlichen Welt, sage ich mal. Also wir sind umgeben von Dutzenden Dingen. Hunderte manchmal, ja, hunderte Sachen, die du nicht brauchst. Es ist mehr als genug. Du hast mehr als genug. Also du brauchst diese Dinge alle nicht, um zu überleben. Du brauchst diese Dinge nicht, um zu leben. Du brauchst diese Dinge nicht, um zu wachsen. Ja, um dich weiterzuentwickeln, um deine Fähigkeiten auszubauen und dir aus der Welt und aus dem Universum das zu holen, was du brauchst und was du in deinem Leben haben möchtest. Also kommen wir an den Punkt, aus dem Nicht-Genug heraus erstmal in deinem Hier und Jetzt und in deinem physischen Umfeld wahrzunehmen, dass du genug hast. Okay? Hier und jetzt. Physisch um dich schauen, der Raum, in dem du bist. Kurze Erinnerung an das, was im Kühlschrank ist. Kurze Erinnerung daran, dass du nur den Wasserhahn aufzudrehen brauchst, um Wasser zu bekommen. Also alles, was dein Körper braucht. Luft, Wasser, Nahrung. Das ist das, was du wirklich brauchst. Ja? Das ist alles da. Du hast genug. Und jetzt wirst du sagen, ja, aber ich habe nicht genug, um in meinem Business das und jenes zu machen. Okay, was konkret brauchst du, um in deinem Business diese Sachen zu tun? Ja, jetzt nimm dir Zettel und Stift und schreib das gerne auf. Was konkret brauchst du, um in deinem Business diese Dinge zu tun? Und dann wirst du vielleicht auf das ein oder andere Materielle stoßen, aber vor allem wirst du auf Dinge stoßen wie Mut, Selbstvertrauen, Glauben an mich selbst. All diese Dinge hast du in deinem Leben auch. Mut ist ein Zustand in dir. Ja, wenn du in dich gehst und sagst, okay, ich brauche eigentlich Mut dafür, das zu machen, kannst du in dich gehen und sagen, okay, wo ist mein Mut? Wo fühle ich Mut in meinem Körper? Und du kannst diesen Mut, den du in deinem Leben garantiert schon mal gehabt hast, auf diese Situation übertragen und sagen, warum eigentlich nicht in diesem Lebensbereich? Warum eigentlich nicht in meinem Business? Oder Freiheit. Ja, ich kann das nicht machen, weil das gegen die Vorstellungen der Gesellschaft geht. Oder was sollen meine Eltern denken? Oder ich habe die Fähigkeiten ja angeblich nicht. Glaub mir, wenn du die Idee hast, dann hast du auch die Fähigkeiten dafür. Also schau mal, was du, von wem du das, die Erlaubnis auch brauchst, diese Dinge zu tun. Ja, das zweite nicht genug, was wir häufig haben. Und ja, okay, ich brauche die Erlaubnis. Eigentlich will ich nur die Erlaubnis haben, diese Dinge in meinem Business tun zu dürfen, dieses Produkt an den Markt zu bringen, die, ja, die Zweisprachigkeit vielleicht einzurichten und meine Website jetzt auf Deutsch oder Englisch anzubieten oder, ja, meinen Instagram-Kanal aufzubauen, meinen YouTube-Kanal aufzubauen. All diese Dinge gehören dazu. Dafür brauchst du natürlich Mut und du brauchst die Erlaubnis, das zu tun. Aber du bist die Person, die dir diese Erlaubnis gibt. Wenn du in deinem Kopf permanent abspielst, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, dann wird genau das natürlich auch passieren. In dem Moment, in dem du dich dafür entscheidest, dass du die einzige Person bist, die dir die Erlaubnis geben kann, kannst du dir die Erlaubnis geben und du kannst genau das tun, was du für so wahnsinnig mutig hältst. Das ist ja nur aus deiner Brille heraus wahnsinnig mutig. Alle anderen, inklusive der Leute, von denen du glaubst, dass sie es verurteilen würden, kümmern sich in erster Linie um sich selbst, nicht so sehr um dich. Du stehst nicht ganz so im Mittelpunkt und im Rampenlicht, wie du dir das manchmal vorstellst. Dein Universum ist dein Universum und das, was du tust, ist für dich so wichtig. Ja, für die anderen in der Regel gar nicht so sehr. Manche würden dann vielleicht sagen, ach Mensch, das ist ja mutig. Und dann drehen sie sich um und wenn sie es nicht interessiert, dann gehen sie weiter. Ja, also wir geben den anderen und den Meinungen der anderen und der Relevanz unseres eigenen Lebens im Leben der anderen häufig viel, viel mehr Bedeutung, als sie tatsächlich haben. Also du bist die Person, die entscheidet, was gemacht werden darf. Ja, niemand anderes. Also im Rahmen der Gesetze natürlich. Aber wenn es um die Kreativität im Business geht, bist du die Person, die entscheidet, was gemacht werden darf, was dir Freude macht, was dir Spaß macht, welches Thema dich interessiert und womit du anderen dienen möchtest. Ja? Womit möchtest du anderen dienen? Das bist du die Person, die das entscheidet. Du hast
genug. Lass uns auf die finanzielle Ebene schauen. Auch da hast du jederzeit genug. Selbst wenn du zu diesen Menschen gehörst, die ein Programm laufen haben, was da heißt, ich habe nur noch bis zum 25. des Monats Geld oder ab dem 21. wird es schwierig. Selbst wenn du dieses Programm in deinem Leben noch unterhältst, das ist ein Programm, ich möchte dich darauf hinweisen, dass es ein Programm ist, was du abspielst. Ja, was du immer wieder abspielst jeden Monat. Selbst wenn du zu diesen Leuten gehörst, wirst du festgestellt haben in den letzten Monaten, in denen du dieses Programm abgespielt hast, dass trotzdem immer genug da ist für dich. Du kommst um die Runden, selbst wenn du die letzte Woche trocken Reis isst. Okay, du kommst um die Runden. Und jetzt kannst du das natürlich ändern und kannst sagen, es ist tatsächlich immer genug da. Lösch das Programm, dass die letzten 10 Tage hart sind. Lösch das Programm, dass die letzten 5 Tage hart sind. Lösch das Programm, dass es am Ende des Monats knapp ist. Und wenn du das aufhörst zu glauben, dass das so ist, dann wird sich das in deiner äußeren Realität selbstverständlich auch verändern. Okay, das ist der erste Schritt, zu entscheiden, ab jetzt spiele ich dieses Programm nicht mehr ab. Ich habe immer genug für diesen Monat. Okay? Oder für dieses Vierteljahr oder für dieses Halbjahr, je nachdem, wie du dein Leben und auch deine Finanzen planst. Und aus diesem Punkt heraus kannst du dich auf die nächste Bewusstseinsstufe begeben, die da heißt, ich habe immer mehr als genug. Und jetzt möchte ich für einen Moment mal, dass du alle Bilder aus deinem dritten Auge löschst, die dir aus der Vergangenheit gezeigt haben, dass du nicht genug hast. Ich möchte, dass du alle Bilder aus deinem dritten Auge, aus deiner inneren Vorstellung löschst, die dir in der Vergangenheit gezeigt haben, dass es gerade so genug ist. Und jetzt mal die Augen wirklich aufzumachen und diesen Planeten und diese Welt und dieses Universum um dich herum wahrzunehmen. Und wahrzunehmen, in was für einer extremen energetischen Fülle du eigentlich lebst. Dass auf diesem Planeten immer mehr als genug Geld vorhanden ist. Dass wir auf diesem Planeten auch heute nach wie vor unfassbar viele natürliche Ressourcen haben. Dass du auf diesem Planeten immer etwas zu essen bekommen wirst, dass du auf diesem Planeten immer etwas zu trinken bekommen wirst, dass du immer ausreichend Luft hast und natürlich auch mehr als genug Geld. Mach die Augen auf, wie viele Billiarden und Milliarden und weiß der Kuckuck was an diesem Planeten unterwegs sind. Es ist immer mehr als genug Geld da. Es ist immer mehr als genug Geld da. Und jetzt kannst du sagen, das befindet sich aber nicht in meinem Besitz. Aber daran kannst du was ändern, indem du dir erlaubst, dir dein Stück von diesem Kuchen zu nehmen. Und da kommen wir natürlich zu deinen Fähigkeiten. Bist du auch mehr als genug? Gibst du dir Erlaubnis, die Fähigkeiten, die du hast, dass die ausreichend sind, um dir genug von diesem Stück Kuchen zu nehmen? Um dir mehr als genug von diesem Stück Kuchen zu nehmen. Du hast in jedem Moment deines Lebens mehr als genug Fähigkeiten, mehr als genug Energie, mehr als genug materielle, natürliche Ressourcen, mehr als genug Liebe, mehr als genug Freunde, mehr als genug alles, was du brauchst. Alles, wovon du glaubst, dass es zu knapp sein könnte. Ja, du hast immer mehr als genug. Wenn du dich in dieses Bewusstseinslevel begeben kannst und auf diese Bewusstseinsstufe begeben kannst, darauf meditieren kannst, bleib damit 5 oder 10 Minuten sitzen. Bleib damit eine halbe Stunde sitzen. Ich habe von allem mehr als genug. Und deine Motivation wird sich verändern. Deine Wahrnehmung von diesem Universum und von diesem Planeten wird sich ganz massiv verändern. Und das Einzige, was es dann noch braucht, ist tatsächlich, dass du losgehst und dir von diesem mehr als genug dein Stück nimmst. Bescheidenheit spielt hier keine Rolle, ja? Also mit Bescheidenheit kommen wir nicht besonders weit. Das ist bei den Deutschen ja sehr beliebt. Ich brauche nicht so viel. Ich habe diesen Satz neulich selber gesagt und danach bin ich kurz erschrocken und habe gedacht, das stimmt aber gar nicht. Ich habe nämlich gerne viel. Also ich brauche viel. Ich brauche für die Dinge, die ich in meinem Leben machen möchte, damit ich anderen helfen kann, brauche ich viel. Was auch immer das individuell bedeutet. Ich will da keine Zahl dran schreiben, weil für den einen sind 5.000 Euro viel, für den anderen sind 10.000 Euro viel und der nächste sagt, ich komme mit 100.000 nicht klar. Wenn du ein
nicht genug Mindset hast, ja, dann wird es mit einer Million nicht genug sein. Wenn du ein mehr als genug Mindset hast, dann kommst du mit einem Tausender gut klar. Also das ist absolut relativ. Und je mehr du dieses, ich habe mehr als genug, ich habe immer mehr als genug, ja, ich habe immer mehr als genug von allem, was ich in meinem Leben brauche, um zu sparen, um zu investieren, um mir ein angenehmes Leben zu verschaffen und so weiter. Je mehr du dieses Mindset übst und dich selber auch daran erinnerst, dass du in einem unglaublich reichhaltigen Universum, auf einem unglaublich reichen Planeten lebst. Schau dir das wirklich an, was dieser Planet beinhaltet, welche Ressourcen der hat, wie viele Menschen auf diesem Planeten versorgt werden. Die einen mehr, die anderen weniger, und ich will Politik da gar nicht mit reinbringen, aber grundsätzlich ist für jeden Menschen, der auf diesem Planeten existiert, alles da. Ja, und du bist die Person, die entscheidet, ob du in einem Mangel-Mindset leben möchtest oder ob du sagst, nee, das stimmt eigentlich gar nicht, das ist nicht wahr. Ich nehme mal wahr, was ich alles habe und verändere das und fange an zu glauben, dass ich mehr als genug habe. Und wenn ich mehr als genug habe, ja, dann kann ich auch anfangen zu geben. Und jetzt kommen wir in den Business-Teil, der ist nämlich gar nicht so unwichtig. Wenn du mehr als genug hast, dann kannst du abgeben. Dann kannst du von deiner Energie, von deinem Wissen, von deinen Fähigkeiten, dann kannst du Dinge abgeben, wenn du mehr als genug hast. In dem Moment, in dem du glaubst, dass du mehr als genug hast, kannst du anderen geben und dann verdienst du Geld. Also entscheide dich dafür, mehr als genug zu haben. Egal in welcher Situation du momentan bist, meditiere darauf, fühl das, wie sich das anfühlt, mehr als genug zu haben. Und da oben, weil das ist das, worum es da eigentlich geht, ja, diese ganzen anderen Bilder zu löschen aus der Vergangenheit. All diese Situationen, in denen du das Gefühl hattest, es reicht nicht. All diese Situationen, in denen du aufs Konto geschaut hast und es war nicht genug. All diese Situationen, in denen du dieses Muster abgespielt hast, Mahnungen auf deinem Tisch zu haben. All diese Muster, die du 100-mal abgespielt hast, weil du in deiner Familie erlebt hast, dass nicht genug da ist. All diese Muster, auch aus der Gesellschaft, wo Leute erzählen, wir haben nicht genug oder die Wirtschaft geht den Bach runter oder all dieser Blödsinn. Ja, alles, was Angst machen ist, was Menschen Angst machen ist, was Menschen in Schockstarre hält, was Menschen das Gefühl gibt, sie hätten auf irgendeine Art und Weise nicht genug. All das löschen, all diese Bilder da oben löschen, all diese Gefühle aus deinem Körper ausleiten, an die Erde abgeben und dich bei der Erde bedanken, dass sie dir die Energie zurückgibt, aus dem Vollen zu schöpfen. Ja, da oben sind auch Bilder drin, die dir dein Leben zeigen, wie es aussieht, wenn du mehr als genug hast. Wie du dich verhältst, dein Verhalten wird anders. Dein ganzes Erleben wird anders, wenn du der Ansicht bist, dass du in deinem Leben mehr als genug hast. Es wird einfach, loszugehen und Menschen zu erzählen, was du zu verkaufen hast und auch das Nein zu akzeptieren, weil du hast ja mehr als genug. Ja? Du hast auch mehr als genug potenzielle Klienten da draußen. Du hast auch mehr als genug Kunden da draußen. Nicht nur potenzielle, sondern auch reale Kunden. Du hast auch mehr als genug Menschen, die dich mögen. Du musst nur losgehen und sie finden. Ja? Oder das Herz aufmachen und erlauben, dass sie in dein Leben kommen dürfen. Denn wenn du all diese Ablehnungserfahrungen immer persönlich nimmst, wenn du all diese Ablehnungserfahrungen immer zu etwas machst, was mit dir persönlich zu tun hat, dann wirst du in deinem Leben natürlich früher oder später das Gefühl haben, das reicht nicht. Ja? Da ist nicht mehr genug zum Leben. Aber da ist mehr als genug zum Leben. 8 Milliarden Menschen, die dir dabei helfen können. Ja? Es kommt nicht auf diese eine Person an, es kommt nicht auf deine Mutter an, es kommt nicht auf deinen Vater an, wenn die dich nicht unterstützen können, sondern es kommt darauf an, dass du dir selbst die Erlaubnis gibst, dass in deinem Leben mehr als genug von allem zur Verfügung steht, damit du geben kannst, damit du Dinge erschaffen kannst, mit denen du dienen kannst und dann verdienst du auch. Ich wünsche dir viel Freude beim Kreieren. Und wenn du Lust hast, dass ich dich in deinem Business begleite, dann kannst du dir gerne einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch unter diesem Video machen. Ich freue mich, mit dir dort gemeinsam zu arbeiten und dein Business voranzubringen.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass mir gerne einen Like, einen Kommentar und natürlich auch ein Abo des Kanals, damit du die folgenden Videos nicht verpasst. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.